Well, let's test one. Before showing the work, thank you all for coming. It's great to show my work in this beautiful space. And before I forget, thank you to Daniela and to Carla and to the Stadthaus for hosting me at this great exhibition. This project I will show you is a combination of book project number 1, which is A Flower in the Mouth, and book project 2, which is just, you are lucky because the book is just coming out now. This is a sneak preview, advanced preview of We the Spirits. That I have explained already. Okay, great. So this project I've been doing 15 years. There's a combination of both. And I am a freelance photographer. But in this presentation, I'm going to show you more than just the images and the books. I'm going to show you a little bit of how I got started and a little bit of some behind the scenes and a little bit of video. Genau, also die Präsentation, die Ihnen jetzt zeigen wird, die enthält noch ein bisschen Hintergrundmaterial und zeigt auch, wie diese Bilder überhaupt gemacht hat, wie an den individuellen Orten vorgegangen ist und auch diese einzelnen Feierlichkeiten entdeckt und dokumentiert hat. One moment. Okay, let's start. So let's see. So I started, as Daniela said, I'm an autodidact. I've taught myself photography. I didn't go to really school for photography. I started by just traveling around the world. And I quit my job when I was in mid-20s, and I kind of backpacked. And I started taking photos with my phone, with my camera, excuse me. Back then, phones didn't have cameras. This is 1998. And so I started seeing beautiful landscapes, and very soon, as I continued to travel, I realized I was more interested in people. Right? This is from Dominican Republic in 2003, I think. In New York, I sort of started my career photographing musicians. I started photographing independent musicians and then larger musicians, groups with labels, with some backing. This is Antibalas in New York. And I got some covers of magazines and these things. It's going to run it in a second. Is it running? Yeah. So, but at a certain point, when I showed my work to curators and editors, they said, we want to see something more. We want to see something like a personal work. And I said, well, I travel the world, but I've never been to Brazil. And I want to do a project on musicians in Brazil. It was that simple. Ja, also hat gerade ein bisschen seine Ursprünge erklärt. Jason Gardner hat sich das Fotografieren selber beigebracht, vor allem auf Reisen. Ganz am Anfang eben Bilder von diesen Reisen. Er hat mit Landschaftsfotografie begonnen und dann gemerkt, dass er eigentlich mehr an Menschen oder mehr daran interessiert ist, Menschen zu fotografieren. Und so seine Ursprünge liegen eigentlich in der Fotografie von Musik und Musikszenen. Er hat diese Bilder, die er gemacht hat, dann auch an Magazine verkauft und ein paar Cover bekommen, sprach dann auch schon mit Leuten aus der Kunst- und Museumsszene, aber die sagten immer, so dieses rein dokumentarische reicht eben jetzt nicht. Sie würden gerne was sehen, was persönlicher ist und was tiefer geht. Und daraufhin hat er eben beschlossen, die Musikszene in Brasilien zu dokumentieren. So, I said, okay, I want to go to Brazil and I would do something on musicians. Well, where do you go? I started talking, before I left, I started doing my research and talking to other Brazilian musicians and ethnomusicologists, and they said, you could go to Rio, you could go to Bahia, which are the two biggest well-known areas, but that's very well-known. And they said, if you want to go to somewhere else, consider Recife in Pernambuco, which is the northeast of Brazil. I'll let you say that. Er ging dann also eben nach Brasilien, aber wirklich bewusst nicht nach Rio, weil über Rio war schon viel berichtet worden, sondern nach Pernambuco, eine Region im Nordwesten von Brasilien, die nicht ganz so bekannt ist. So I went there, and I kept on returning. I went 4 different times over 8 years, and that started my book. This is in Recife, in downtown Brazil. Downtown Recife, excuse me. Also er ist immer wieder nach Recife zurückgekehrt in Pernambuco und hat dort dann natürlich auch schnell den Karneval entdeckt als wichtige Feierlichkeit. So I quickly discovered that this carnival was very colorful
and authentic, but also folkloric and deep and profound. And I kept on returning. I returned 4 different times. Each time I went deeper and deeper and deeper into the culture. And after the second or third time, when people saw that I was returning, they saw some of my photos that I brought, and they said, you have a nice archive, but I want to show you something. And they took me to private ceremonies and places that were less discoverable. Der Karneval dort ist nicht so touristisch wie der in Rio und Jason Gardner war 4-mal vor Ort, immer für längere Zeit. Und natürlich wurde er dann bei den Leuten dort auch bekannt und jedes Mal, wenn er dorthin ging, wurde ihm wieder was Neues gezeigt, auch etwas, wo Außenstehende normalerweise keinen Zugang dazu haben. So this being my first carnival, I also explored not just the city, but the countryside, which is very much a cane-cutting region of Brazil. And in this area, it was the first time I started seeing this inversion of men dressing like women and kind of, well, you'll see. You go. Genau, er ging dann auch aus Recife raus, so ein bisschen in die ländlichen Regionen rein. Dort wird normalerweise Zuckerrohr geschnitten, das ist eine große Industrie. Und da hat er zum ersten Mal gesehen, wie wichtig auch Crossdressing, also quasi Männer, die sich als Frauen verkleiden, in dieser Region ist. Sieht man quasi jetzt auch auf dem Bild. Yes, and so I started this title, which the title of the book, is called A Flower in the Mouth. And I call it, the subtitle is The Beauty and the Burden, meaning that's a beautiful thing, but also a lot of work. Ja, also der Titel Eine Blume im Mund auf Deutsch übersetzt hat noch den Untertitel Die Schönheit und die Mühsale des Karnevals in Pernambuco, weil natürlich ist es schön, aber es steckt auch sehr viel Mühe hinter diesem Karneval. So why the flower in the mouth? Because this character that's coming, the Caboclo de Lança, is emblematic of this carnival, and he puts the flower in his mouth for a few reasons: his connection with nature, and in his mind, when he puts the flower in the mouth, it gets him in the mindset of doing carnival, right? Because this is in the middle of Brazilian summer in February. It's hot. It's 40 degrees. And they have these costumes are very big and heavy. There's 30, 40 kilos of bells, and they do it all day and night for 4 days straight. Also was man hier sieht, ist so eine ganz zentrale Figur dieses Karnevals dort und die Blume im Mund ist ein fester Bestandteil des Kostüms. Einerseits signalisiert die eine Verbindung zur Natur, aber es ist auch wirklich diese Transformation, die mit das in den Mund nehmen der Blume beginnt. Und man muss sich immer klar machen, dort hat es 40 Grad, die Kostüme werden den ganzen Tag getragen, es ist heiß, die Kostüme sind schwer, also deshalb, es ist nicht nur die Freude, sondern es ist auch wirklich Arbeit, dieser Karneval. So I'm doing something where I'm putting together photos and videos for you. So this is what it sounds like and looks like, and apologies in advance because this is shot in 2005 with a very basic video camera. Say that perfect. Also Jason hat auch ein paar Videos mitgebracht, damit man ein Gefühl für diesen Karneval kommt. Und er hat sich gerade entschuldigt, weil die Videoaufnahmen sind jetzt fast 20 Jahre alt. Also die Qualität entspricht nicht mehr dem heutigen Stand. So back to Recife in part of this book, as I photographed also the groups of the maracatu, which is this very African-connected drumming, part of the carnival. I showed different parts of how they make the drum and where they wash the skin to stretch it over the head. Die Trommeln sind auch ein wichtiger Bestandteil des Karnevals dort. Deshalb hat Jason auch zusätzliche Reportagen gemacht, die zeigen, wie diese Trommeln hergestellt werden, wie das Leder gegerbt und gewaschen wird. Und das sieht man jetzt eben hier. Also in this carnival, in this group, the woman, the queen, is the head of the group, which in Brazil is quite,
shall we say, not against type, because in a very male-dominated society. Eine Besonderheit ist auch, dass hier zum Beispiel Frauen ganz zentrale Rollen im Karneval spielen. Das ist in Brasilien schon eine Besonderheit, weil die Karnevalsveranstaltungen sehr männlich dominiert sind. Also die Königin ist wirklich eine Frau. So she does all the work, but also she's the queen. And she's the head of the religious aspect of the group. So she started to show me the shrines of the temple, in which you could see it's very syncretic. I don't know if you the good translation there, between Christianity, Candomblé, and there's all sorts of in-between religions thrown in there. Der Karneval in Brasilien hat eine sehr religiöse Komponente und auch dafür ist die Queen verantwortlich. Sie veranstaltet Rituale und die sind synkretistisch, also die verschmelzen quasi die christliche Religion mit örtlichen Ritualen und auch Mythen und Glauben, die dann oft schon aus der afrikanischen Kultur kommen. So I started delving into the different ceremonial aspects of the carnival, really behind the scenes stuff that when I showed these images to other people from Recife, from that city, they said, I don't know what that is, I've never seen that. Und diese Rituale, die sind zum einen so unterschiedlich und so vielfältig, dass wenn er Leute von dort diese Bilder gezeigt hat, auch die sagten, das habe ich noch nie gesehen, ich wusste gar nicht, dass das Bestandteil unseres Karnevals ist. For example, this is a cleaning ceremony before carnival, and they write the names of the people that they want the orishas, the gods, to watch over during carnival. Also das hier ist jetzt quasi eine Reinigungszeremonie und auf die Eier werden die Namen von Personen geschrieben, über die die Götter in besonderer Weise wachen und eben eine schützende Hand halten sollen. And they blow on the eggs and you don't have to try, that's pretty obvious. Ja, also es wird auf dieses Ei gepustet. And this is a ceremony for Ogun, and yellow and all the colors are very significant. Each color is significant. It's not just because they want to be yellow. It's connected to their beliefs. Auch die Farben haben immer eine Bedeutung und sind mit bestimmten Glauben und eben auch Mythen verbunden. And now I'm going to show you a little clip from a ceremony that I was taken to. It was probably an 8-hour, 10-hour ceremony, but I'm showing you a couple seconds. Also diese Zeremonien dauern oft auch 8 bis 10 Stunden und er zeigt jetzt ein paar Ausschnitte. Note that you'll hear in Portuguese, "Deja la mulher passar", which means let the woman pass. That's important. Also was dort auf Brasilianisch gesagt wird oder auf Portugiesisch heißt einfach, lass die Frau durch. So this was the first time, or the earlier times, in which I started to see this inversion of roles, because they said "Deixa la mulher passar", that's a man dressed as a woman, and in fact this is a woman dressed like a man. So even in these religious ceremonies, there's this inversion of roles and this suspension of time. Ganz wichtiger Bestandteil der Zeremonie ist, Sie haben es wahrscheinlich gesehen, ein Rollentausch. Also Männer spielen Frauen, Frauen spielen Männer. And what they're smoking, it's not this special drug, it's just, it allows them to kind of take the spirit in, I guess. Auch das Rauchen gehört zum Ritual. Das sind jetzt keine Drogen, sondern es gehört einfach dazu und verinnerlicht, wie man den Geist in sich aufnimmt. So in the years that I could not go to Brazil, I started to explore other carnivals closer to when I was based in New York, like in Trinidad and in Louisiana, and I'll show you some of that later. But when I moved to Europe, I started exploring. The first carnivals I went to was in France, because I live in France now. Jason hat lange Zeit in New York gelebt und hat dann nach Brasilien noch zum Beispiel den Karneval in der Karibik, Trinidad zum Beispiel dokumentiert, aber vor 7 Jahren zog er eben mit seiner Frau nach Paris und hat dann begonnen, den Karneval in Europa zu dokumentieren und Ausgangspunkt war Frankreich. So this is Dunkirk in France, in the north of France. And Dunkirk is very well known for a working class, very kind of, also male-dominated
environment, but the men have free license to dress as women and kind of go crazy, and you will see in a moment how crazy they go. Der Anfangspunkt war Dünkirchen im Norden von Frankreich, eine sehr arbeiterlastige Stadt, vor allem die Fischerindustrie ist dort sehr stark, klassisch männlich dominiert. Und er hat entdeckt, dass auch dort dieser Rollentausch im Karneval sehr gängig ist. Das werden Sie jetzt gleich sehen. Oh, very loud, sorry. So that's called a chaout in Ch'ti, which is the local French language. And for days and days, they do the same ritual where they do the parade and they at the music changes and then there's this sort of mock fighting where they all kind of do a big, I guess I don't even know, like just chaos, I guess. And then the music changes and then they go forward. And it's really a chance to blow off steam, but there's a couple of other social issues that go on too. But also der Karneval dort dauert mehrere Tage und was Sie gerade gesehen haben, ist ganz typisch. Die haben so eine Art Guggenmusik und immer wenn die Musik wechselt, gibt es diese Chaout. Das sind wie Menschenketten, die sich dann quasi bilden und die so vor und zurück wiegen. Es ist ein bisschen wie eine Art Ringen. Man kann wirklich auch so Dampf ablassen dort, aber das ist nicht der einzige Aspekt. So because this is called the Fisher Band, in the north of Dunkirk, the carnivals derive from in the 1800s when the fishermen used to get half of their salary in advance before they go on these dangerous fishing missions for months on the seas. So when they have all their money and before they leave, because they may not come back, they have a big party. Ja, also die Ursprünge des Karnevals, die liegen im 18. Jahrhundert und haben in der Fischerindustrie ihre Wurzeln. Damals bekamen die Fischermänner, bevor sie dann ein halbes Jahr aufs Meer gezogen sind, die Hälfte ihres Honorars oder ihres Lohns. Und der Karneval dort war natürlich eine Gelegenheit, dieses Geld auch auf den Kopf zu hauen und ein letztes Mal richtig zu feiern, bevor man dann auf diese gefährlichen Seefahrten ging. So one part of the rituals where they throw the herring off the main, I don't know how you say, mairie, the city hall, and these crowds rush to get the herring. So ein Ritual, das dort jedes Jahr praktiziert wird. Es wird ein Hering vom Balkon des Rathauses geworfen und die Fischermänner versuchen dann, den aufzufangen. It's not only just a mask party, though, as I said. This is also in Dunkirk, and it's showing two men kissing, yes, but it's not a sort of homosexual thing. It's just a greeting between two carnival brothers. And when I talked to them, I found out that they don't really, the rest of the year, they don't cross. One is a auto mechanic, one is a lawyer, you know. And during the carnival, they know each other by only their carnival names. And they are friends and brothers, but the rest of the year they don't meet up. So there's a equalization happening. Ja, also der Karneval hat auch eine wichtige soziale Funktion. Da treffen sich Menschengruppen, die normal im Alltag gar nichts miteinander zu tun haben. Es ist sehr gängig, dass man sich mit einem Kuss auf den Mund begrüßt. Es gibt dann auch spezielle Namen zu Karneval, aber sobald der Karneval vorbei ist, gehen alle wieder getrennte Wege und auch oft ganz unterschiedlichen Berufen in unterschiedlichen Schichten nach. Aber der Karneval macht eben alle gleich, ganz egal, ob man jetzt ein Anwalt oder ein Automechaniker ist. Yeah, this is also in Dunkirk, but just to show that they usually have the same costumes every time. This guy's known as the seagull. Every carnival, he dresses like this. Also, and they have the carnival from January to April every weekend. Also ja, der Karneval ist intensiver als bei uns. Jedes Wochenende von Januar bis April gibt es diese Veranstaltung. Normalerweise tragen alle immer jedes Jahr, jedes Wochenende dasselbe Kostüm. Und so wurde zum Beispiel der Mann, den Sie gerade gesehen haben, als Möwe bekannt. Also er ist einfach die Möwe.
Now we're in Sardinia, Italy, one of the oldest carnivals. It's definitely a pre-Christian ancient ritual that's been kind of continued in this modern day. Sardinia is really known for the beaches and the kind of resorts, but in the mountains, in the interior of the island, has this ritual that's been going on for many times. This is for the San Antonio. This is in January. Jetzt sind wir in Sardinien. Dort hat der Karneval ganz weit zurückreichende Ursprünge, also geht auf vorchristliche Zeiten zurück. Und was Sie hier sehen, findet in den Bergen statt, in den Dörfern abseits der Strände und der Hotelresorts. Just so you know what it sounds like a little, that's a pressure drum. It's made from the sort of the gut, the little string from a goat inside in the intestines. Yeah. Was ist es? Eine Sehne. Genau, die Musik wird quasi mit den Sehnen also quasi mit den Innereien von Ziegen gemacht. Not from a goat, from a sheep. Yeah. From a sheep. Yeah. Schaf. And this is also from Sardinia. And when I interviewed him in Sardish, and he said, I didn't know what he was saying, I had to translate it later. He said, when I put on this mask, I can never die. When I put on this mask, I connect with 10, 100, 1,000 generations before me. Also der Karneval ist auch immer ein Anschluss an die Vergangenheit. Er hat den Mann interviewt und er sagte zu ihm, sobald ich die Maske aufsetze, werde ich unsterblich und trete halt in Kontakt mit diesen Generationen vor mir, diesen Jahrtausenden, die den Karneval ebenfalls gefeiert haben. So it's really also very connected to animals, and you'll see this theme of animals happening, but the sheep, the skin, and the mask that's distorted in this sort of different kind of face, they're all emblematic of man's connection with nature and its dependence on and dominance of the beasts. Ja. Also, und das trifft nicht auf Sardinien alleine zu, sondern das sehen Sie auch in anderen Ländern. Tiere spielen eine ganz wichtige Rolle. Also hier sieht man ja das Schaffell als Hauptteil des Kostüms und dabei geht es immer einerseits um die Abhängigkeit von der Natur, aber natürlich auch die Dominanz des Menschen über die Natur. I'm just showing this, and I'll go through just to show that putting the costume on is not easy. It takes multiple men to help them to strap it in, tie it in, and this is in Basque Country as well. The first one was Sardinia, the second one is Basque Country in Spain. Also die Videos, die Sie jetzt sehen, die zeigen, welche Mühe es bedeutet, so ein Kostüm anzuziehen. Es braucht wirklich mehrere Leute, um das Kostüm dann tragbar zu machen. Einmal in Sardinien und dann eben im Baskenland. So now we're in Slovenia, and it's in a small village. I went to many different places in Slovenia, but this is where the devils dress up, and they chase the kids throughout the village with these little sacks of ash. Jetzt sind wir in Slowenien, die Bilder sehen Sie ja auch an der Wand, gerade hier. Da werden dann die Teenager und die Jugendlichen durchs Dorf gejagt von diesen, auch mit Schaffellen bekleideten Figuren. So there's a concept here of them kind of hitting them and chasing them and making them dirty before becoming clean again. And also it's the sort of dark spirits chasing the kids and they're getting them out. Ja, also und diese Gestalten versuchen dann eben diese Jugendlichen zu fangen und sie auch mit Asche schmutzig zu machen und das ist auch wieder ein Ritual, das man auch in anderen Feierlichkeiten antrifft, dass eben Gestalten, böse Gestalten, dunkle Gestalten versuchen, die Bevölkerung eben zu berühren und eben auch zu beschmutzen, bevor die dann eben wieder sauber werden und dann quasi in den Frühling, in die neue Jahreszeit starten. And of course, like many other carnivals, there's death. And in this case, death leads the procession. In vielen Karnevalsfeiern spielt auch der Tod eine wichtige Rolle. Hier spielt er sogar die Hauptrolle.
and they go from house to house, wishing good fortune and good harvest, and do a little dance and have a little drink at each house. Die Parade zieht durchs Dorf von Haus zu Haus und dabei wünscht man sich dann natürlich vor allem eine gute neue Jahreszeit, also bezogen auf den Frühling, eine gute Ernte. And this is in the same place, but in carnival time, traditionally in this village in Slovenia, is a time for marriages. And when there's no marriages scheduled, two unwed boys dress up as a mock marriage. And why marriage? Because it's renewal, rebirth, revitalization, winter into spring. Ja, also dieses Thema der Fruchtbarkeit, des Kreislaufes, neues Leben, das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Landwirtschaft, sondern auch auf die Menschen. Und zum Beispiel der Pusht in Slowenien ist eigentlich die Jahreszeit, in der die Leute heiraten. Und wenn jetzt in einem Dorf keine Hochzeit stattfindet, dann kleiden sich zwei junge Männer als Brautpaar, um eben trotzdem genau diese Fruchtbarkeitsriten auch feiern zu können. So this is also in Slovenia, but a different place. This is the kurent, which is the most well-known traditional character of Slovenian Pust. Wir sehen jetzt den Kurent, den sieht man auch hier. Das ist die bekannteste Karnevalsfigur in Slowenien oder in Slowenien. And this is what it looks like. So also here they go from house to house, wishing good fortune, and they go with a small troop of the kurents, the plowman, which are these guys, you'll see that in a second, and then the baba, who's over there, and the head of the exhibit, the head image, and they're wishing good fortune and good harvest to each house, but they also get a little bit of money and have a drink and have something to eat, because Carnival is a time to eat fat foods, thus Mardi Gras. Also auch die Kurent, die ziehen mit einer kleinen Parade von Haus zu Haus. Sie werden begleitet von den Pflugmännern, die man hier vorne sieht, und von der Baba-Figur. Das ist so eine Art Großmutterfigur. Grandmother. Ja. Und die wünschen eben den Bewohnern auch wieder Glück und vor allem eine gute Ernte. Und sie bekommen dafür einerseits ein bisschen Geld, aber natürlich vor allem gutes Essen und was zu trinken. Auch das spielt im Karneval, natürlich auch bei uns, Fastnachtsküchle, spielt eine große Rolle, dass man vor der Fastenzeit nochmal richtig isst und auch trinkt. Plowman. Das ist dieser Pflugmann, der Plowman. Yeah, and that's the group going, and they actually go in a ritual, circle the house 3 times. Just I see a lot of circles. I'm not sure why. Maybe it's just to show that it's plowing the ground for fertility. Also man sieht, diese Pflugmänner, die führen tatsächlich einen Pflug mit sich und normalerweise umkreisen die jedes Haus 3-mal, einfach symbolisch dafür, dass das neue Jahr gut wird, und so wünschen die eben fruchtbare Böden. Speaking of plowing, this is in Prad Stilfursoch in the north of Italy, past Bolzano. And they also have a plowing ritual. So I'm showing a different country, similar ritual, just to show some of the common themes. Also dieses Pflugritual gibt es auch in anderen Ländern. Hier sehen wir jetzt Norditalien, also Stilfursoch ist es, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Und auch da gibt es diesen Pflug als Fruchtbarkeitssymbol. Und dass es wiederkehrende Symbole in verschiedenen Ländern gibt, ist ganz typisch für Karneval. So this is their plow. These are called the horsemen, the horses in front of the plow. Hier ziehen eben quasi die Pferdemänner den Pflug. Also speaking about fertility, they say when the bear picks you up, then you are, if you're trying to become pregnant, you can become pregnant the next year. Also Fruchtbarkeit, wie gesagt, bezieht sich auch auf Menschen und es gibt eben die Sage, dass wenn der Bär einen hochhebt und man schwanger werden möchte, innerhalb eines Jahres auch schwanger wird. And this is in Austria. So that's that image over there.
And in this case, the bear is a signifier of the coming of spring. When the bear rolls over, dies or sleeps, then carnival is over and spring can begin. Also der Bär ist ein ganz typisches Symbol im Karneval und oft symbolisiert der Bär auch noch den Winter und damit die Karnevalszeit. Und wenn der sich dann quasi symbolisch ergibt und auf den Rücken dreht, dann kann der Frühling kommen. Many bears are a big symbol in carnival. This is in Austria, in Telfs. And other snow carnivals too. In Bulgaria, this is the kukeri, which is their way of showing, expelling bad spirits and bringing on good harvest. It's all very similar themes throughout every carnival. Also gerade haben wir noch einen Bär auch aus Österreich gesehen und das ist jetzt auch eine Figur, die quasi dasselbe tun soll, den Winter austreiben. Also Bulgaria, the masks here. I show this the before and after. The next image is her with no mask, which is relevant because it's the first time, the first generation in Bulgaria, they allow women to mask. They say, well, if she can carry the bells, because it's 40 kilos, she can mask. Das ist ein ganz wichtiges Bild, weil auch länderübergreifend ist Karneval doch oft noch ein sehr männliches Phänomen und es verändert sich gerade. Also das ist jetzt auch ein Bild aus Bulgarien und das ist jetzt die erste Generation von Frauen, die Kostüme auch tragen darf, weil man inzwischen einfach sagt, wenn es eine Frau schafft, dieses 40-Kilo-Kostüm zu tragen und damit zu tanzen, dann darf sie es tragen. So going on to some more snow carnivals. This is during the Epiphany in Poland, and it's a similar thing where they're going from house to house and visiting, and it's the three wise men and the angel for the Three Kings ceremony. But they also have the character called Augustus, and he is the chaotic character, and he tries on the women's clothes, and he makes a chaos in the house and dances with the girls and all these things. So there's always this sort of theme of light and dark, good and bad sort of thing, chaotic and order. Also Karneval spielt immer viel mit Kontrasten. Das hier sind jetzt Bilder aus Polen, wo quasi die heiligen drei Könige mit einem Engel umherziehen. Aber dann gibt es auch noch diese Figur, die heißt Augustus, also Augustus. Und die ist quasi das personifizierte Chaos. Und auch diese Themen Chaos und Ordnung, Licht und Dunkelheit, Gut und Böse findet man weltweit im Karneval. And just more on the combination of traditional and modern. You know, he has a very traditional carnival costume here, but then he added this kind of modern advertising thing here as just a little way of being rebellious. Und auch da sieht man, das sind zum Teil sehr historische Kostüme, aber dann mit zeitgenössischen Elementen, wie jetzt oben eben diese Werbeanzeige, die er einfach, um so ein bisschen zu rebellieren, in das Kostüm eingefügt hat. Don't remember what's next. I think it's, yes, okay. Now we're up in Traumen in the north of Italy also, and these are called the Schnappviecher. Schnappviecher, but also called the Wudeln because it's the way that they the shepherders call the goats, and so it's thought that this it's derived from a goat. Also das sind die sogenannten Schnappviecher, das sieht man auch da hinten, die kommen im Tramin vor in Südtirol und die heißen auch Wudele, weil mit Wudele quasi is it goats? Ja, die Ziegen vom Hirten gerufen werden. Wudele, Wudele, Wudele. Yeah. And here's what it sounds like because it's very different than you think. One of my favorites. People say, what's your favorite? I don't tell them, but I like these guys. Also, the concept, just like, one second, just like these ones that we just saw, you know, it doesn't have to be very ornate. It's just a sack, just to be part of the carnival. There's a few other ones I discovered like that.
Also die Schnappviecher gehören auch zu seinen Favoriten. Sie haben es ja gesehen, das ist wirklich sehr eindrucksvoll und die Kostüme müssen nicht immer hochaufwendig sein. Also der untere Teil besteht jetzt einfach nur aus einem Rupfensack und auch dieses Rupfen als Material kommt im Karneval sehr oft vor. This is in Spain and Portugal. Also gerade jetzt zum Beispiel in Spanien und Portugal. And now we're back to Slovenia. These also don't have a very ornate costume, but it's very interesting and a little scary. These are the thread men, and they take their sticks and they clear the carnival path because it's a parade of 25 different characters. Okay, also das jetzt sind die Fadenmänner, die stammen aus Slowenien, die sieht man ja auch hinter mir wieder. Und die führen jetzt zum Beispiel auch eine Karnevalsparade an, die 25 verschiedene Charaktere enthält. Und die machen quasi den Weg frei. I've also saw that the carnival's largely a rural experience, and this is in Austria showing it's sort of like a typical character that used to go, Kramer's man, as a junk man, I guess, but used to go from house to house trying to sell junk. Also hier sind wir jetzt in Österreich und ganz oft enthält der Karneval jetzt nicht nur diese schauerlichen Figuren und dämonenartigen Kostüme, sondern auch Figuren, die es wirklich im Alltag gab, wie hier den Krämersmann, der früher von Tür zu Tür gezogen ist, um eben Sachen zu verkaufen, oder ich nehme an, das hier ist jetzt ein Bauern-Ehepaar. And you might think this is from the same country, but this is actually back in Slovenia. So you have these common rural themes that cut through many different countries. Also Karneval ist deshalb auch immer wie so eine Art Geschichtsspeicher. Das letzte Bild von diesem Bauernpaar war jetzt nicht aus Südtirol, sondern jetzt aus Slowenien. Also diese Alltagsfiguren finden dann auch überall im Karneval statt. And this is the Baba holds the man in the basket, the old woman. And it's a little bit comedic, but also an interesting character. Genau, und Karneval ist eben nicht nur furchteinflößend, sondern oft auch humorvoll, wie man hier sieht. Das ist jetzt auch so ein Großmutterkostüm und die Großmutter trägt eben symbolisch ihren Ehemann auf dem Rücken. So now we're going back to France, and this is the Fête de l'Ours, the festival of the bear, in which men and boys put these black oil on their faces and they dress in furs and they become a bear and they raise havoc in the village. You can go. Dieses Bild ist jetzt aus Frankreich, und zwar Pyrenäenregion, das Fest des Bärs, das sehen Sie auch hinter sich mit 2 Bildern, da ganz rechts auf der Wand. Und da werden die Jungen und jungen Männern wirklich sprichwörtlich zu Bären mit Fellen und so schwarzer Ölfarbe. And it's only when the women who are dressed like barbers in white ritually shave the boys and men when they transform and going back to become humans. And they say that when they become a bear, they kind of go into the trance mode and they don't really know what occurred. And it's only they kind of wake up when they get shaved. Und wenn sie eben Bären sind, dann sind sie wie in einer Art Trance und wissen wohl gar nicht, was sie tun. Alles ist erlaubt. Und deshalb die Rolle der Mädchen ist es, die Bären einzufangen und zu zähmen, indem sie die quasi rasieren und so wieder zu Menschen machen. Und damit erwachen quasi die Jungen als Bären aus der Trance und werden wieder einfach menschlich. Going back to the idea of marriages, this is in North Macedonia, where their sort of New Year's ritual is again going from house to house visiting, but there's the bride and groom characters in a mock wedding. Also diese Scheinhochzeiten, die gibt es ganz oft. Das ist jetzt in Nordmazedonien und auch da gehen quasi kostümierte Brautpaare von Haus zu Haus und wünschen gutes neues Jahr. And this is what it sounds like. Oh, another mock wedding, sorry. So this was the donkey that they use, oh, well, you can't see it there. And they take the donkey going from house to house and they collect things, little gifts from the house, each house that they use for the party later. Also die Brautpaare ziehen mit einem Esel, den man jetzt gerade nicht sieht, von Haus zu Haus und sammeln dann kleine Spenden ein, die sie später zum Feiern verwenden. Now I'm showing you in Sardinia
the video of this sort of mamutones of a different area of Sardinia, and if you remember just the video you saw, I kind of put these together because they sound the same, even though they're totally different countries. Also es sieht jetzt sehr ähnlich aus, es hört sich ähnlich an und auch die Tanzschritte sind fast gleich, aber wir kommen jetzt von Nordmazedonien nach Sardinien und auch das findet man immer wieder, ähnliche Geräusche, ähnliche Choreografien. To continue, this is in Greece, and this is during their New Year's celebration in Epiphany. These are called the Arapides. Ja, das sind jetzt Bilder and they aus... visit, part of the ritual is that they visit the cemetery and to honor the dead ancestors from past. Das ist jetzt in Griechenland, wo es um Neujahr herum eine Art Karneval gibt und Bestandteil dieses Karnevals ist, dass man die Gräber der verstorbenen Vorfahren besucht und ehrt. And so they continue and they go through the village and they dance with the locals, and then at the end they get to the main square and the whole village gathers for one big circle dance. Again, the concept of a circle. Und auch die ziehen von Haus zu Haus, tanzen, machen Musik und am Ende trifft sich eben das ganze Dorf auf dem Dorfplatz, formt einen großen Kreis und auch da haben wir wieder eben dieses Symbol des Kreises und des Kreislaufes. Now we're back in Austria, and this is the bear tamer. He's called officially a Schinella because that's the name of the instrument that he plays. And that was the bear, that white bear that we saw before, and he's the tamer. But I really, for me, this image is, everything I photograph when I photograph the portraits is with a medium format camera, which is very slow. It's not a snapshot. He is posing somewhat for me because it's a manual process. But I like that he's showing me a little bit of what it's like to be in this carnival tribe. Das ist jetzt quasi so ein Bärenzähmer oder auch Dompteur aus Österreich, den sehen wir auch da drüben. Der weiße Bär, den Sie vorher gesehen haben, der gehört quasi zu ihm. Und Jason hat gerade erklärt, er macht diese Bilder mit einer 6x6 Mittelformatkamera, also analog. Deshalb der Prozess, diese Bilder zu machen, dauert auch immer ein bisschen. Und deshalb posiert dieser Mann wie fast alle Modelle. And this carnival happens one day every 4 years. So it all comes down to one day. It's a very intense day, as Franz Josef knows. Also nicht jedes Land feiert jedes Jahr Karneval. Hier findet er nur alle 4 Jahre statt. Das heißt, alle Vorbereitungen sind für diesen einen Tag, der alle 4 Jahre stattfindet. Also from the same place, the wild man, all moss, and I love him too. Also ist auch vom selben Ort ein wilder Mann. Das Kostüm ist komplett aus Moos gefertigt und das muss man eben auch wissen, was das für ein Aufwand ist, diese Kostüme instand zu halten und dann wiederum alles eben für diesen einen Tag, alle 4 Jahre. Herbst. Ja, das haben Sie verstanden. Das ist der Herbst, die Jahreszeit. Now we're in Poland, and these are the horses called jades, with the jade ritual. And the horse, well, you'll see what it looks like and sounds like. Das wiederum stammt jetzt aus Polen, eine Art Pferdekostüm. Und Jason zeigt jetzt, wie sich das Ganze dann in Bewegung zeigt. Also, this is back to Telfs, and I kind of like this one because, a couple things on it. Because they only have the carnival once every 4 years, one day, they reuse the masks, and the masks are ancient. They're 200, 300 years old. The second thing is that I love the fact that there's this almost double face. There's the first face of the mask, and you can see
you can probably see better in the print, which is over there. You can see the human behind it. Also diese Figur stammt jetzt auch wieder aus dem Karneval in Österreich, der nur alle 4 Jahre stattfindet. Das ist ein sogenannter Schleicher und diese Schleicher, die tragen diese Netzmasken, die sie jung aussehen lassen sollen. Und die sind sehr historisch, also die sind oft 200-300 Jahre alt. And now there's still this animal theme going on. Und natürlich spielen auch da wieder Tiere eine große Rolle. Previous one was Austria, in the same place, and this is Galicia in Spain. Also hier der Fuchs, Österreich, und der Hahn hier, der stammt jetzt aus Galicien in Spanien. Also in Spain, but with more the cheetah on the top of the mask there. Auch eben in Spanien, Wie aber Tiger. jetzt mit einem Gepard. Now we're here in Deutschland. This is in Weissbach. Well, this is from Weissbach, and it's a Geiss. It's a goat. But they have a ritual where they ritually slaughter the goat, and they drink the goat's blood, which is wine, which they pass around in a big bowl. So the wine is significant of goat's blood. So, das ist jetzt ein Bild aus Deutschland, aus Weissbach. Das ist, soweit ich weiß, im Frankenland. Dort gibt es eine Art Ziegenritual, also das ist jetzt eine Ziege, eine Geiß, und dazu gehört, dass man eben dieses Ziege symbolisch schlachtet und ihr Blut trinkt, aber das Blut ist natürlich Wein. Also more animals and also more costumes that are not colorful. Ja, und hier noch eine Tierfigur, ein Esel, jetzt wieder aus Spanien. Also in Spain. So those are blown up either cows or pigs' bladders, which they use to make that noise and to hit people out of the way, and they attack people who don't have costumes, so you have to be costumed in that carnival. Ja, hier geht es jetzt schon ein bisschen rüder zu, auch in Spanien. Die Figuren haben aufgeblasene Schweine oder Rinderblasen und die nutzen sie dazu, um sich den Weg frei zu machen oder so ein bisschen um Leute zu verkloppen, die kein Kostüm anhaben. Also man sollte beim spanischen Karneval kostümiert sein, wenn man nicht attackiert werden will. Yeah, and I saw the cow bladders, the pig bladders in other countries like Brazil, which you just saw, and that's in Asturias in Spain, the bear. So you see the same theme happening, the same items that are used. Ja, dieser Gegenstand der Tierblase, den gibt es auch in anderen Kulturen, in Brasilien oder jetzt hier in anderen Gegenden von Spanien. Also auch die Dinge, die die Karnevalsfiguren bei sich haben, die wiederholen sich ständig. And the bull is a very big character all throughout Carnival because the bull signifies strength and virility and, these things. Ja, auch der Stier ist eine wiederkehrende Figur, weil die einfach Stärke und auch Fruchtbarkeit symbolisiert. A few more bulls coming. This is Bulgaria. But that's a horse, right? No, it's a cow. It's a cow, okay. This is Guinea-Bissau in West Africa. And back to Galicia in Spain. Stereotypes and characters and sort of strange monsters coming out. This is the Basque country of Spain. And you'll see what one little ritual looks like. Another bull coming. That's my finger, because I'm protecting from my eyes. The sparks are coming like crazy. Auch hier sieht man quasi, wie so eine Bullenfigur durch die Straßen getragen wird und Jason hatte gerade seinen Finger im Bild, weil man sich natürlich vor diesen Funken schützen muss. Another bull, this is also in Spain, in which he paints themselves totally black, and when they go through the ritual and the parade, they take the black and they spread it on people,
not just to make chaos, but to kind of spread good cheer, good fertility for the next year. Auch hier wieder so eine Bullenfigur und die versuchen natürlich dann auch diesen Ruß auf andere zu übertragen. Die sind komplett schwarz und das gilt dann auch wieder als Zeichen der Fruchtbarkeit und des Glücks, wenn man dann schmutzig gemacht wird. But they're also a little scary and very loud and scary. Ja, gruselig ist es trotzdem. So speaking of the ugly and the beautiful, there's always this idea of the two sides of the same coin, two sides of the human spirit. So here we are in Italy, in Scignano, and they have the beautiful and the ugly, really. The ugly here first are dressed in rags, and the beautiful are the next ones, you'll see. And the beautiful have lace, and they have fans, and they're a little fat, and they have beautiful clothing, and it's just showing both sides of the rural experience. Genau, Karneval verdeutlicht auch ganz oft einfach, welche Facetten das Leben hat. Deshalb schön und hässlich spielen auch immer eine große Rolle. Hier in Italien, in Scignano, gerade die Figur des Schönen und davor der in Fetzen gekleidete, der eben das Hässliche symbolisiert und damit eben zwei Seiten der gleichen Medaille. So also another beautiful idea. These are called the bonita in Spain and Galicia, using more feathers, and so you see the same elements crossing over to different costumes. Auch hier Spanien wieder, die Figur heißt auch der Schöne, mit Federn, Spitzes, das sind alles wichtige Materialien, die diese Figur eben auszeichnen. Also beautiful is in Italy, in Ponte Caffaro. It has a Venetian style in the carnival, but this is a very specific look and sound, because the violin that's used there is indigenous to that region. It's very very specific and beautiful, you'll see. Also auch hier wieder das Kostüm des Schönen, jetzt aber in Verbindung mit Tanz- und Geigenmusik. Wir werden es gleich sehen. Und da lassen sich auch Einflüsse aus Venedig nachvollziehen. Aber trotzdem ist die Musik ganz ursprünglich aus dieser Region. So this is also, they do a dance in front of each house, certain houses they go to. Not only do they go to visit their houses of their friends, but also their enemies. Also, und auch da wird von Haus zu Haus gezogen und man besucht nicht nur Freunde, sondern auch Feinde. So they do this hand motion because that's their sort of the enemy. I don't even know how to translate it. It's kind of a little bit of getting out all the aggressions from the previous year and they use carnival as a way to kind of dispel these things. Also man besucht dann auch Leute, mit denen man vielleicht im Jahr davor auf nicht so guten Füßen stand oder wo die Beziehung nicht so gut war, um das Ganze wieder ins reinere oder in bessere Gewässer zu bringen. There's the violin. Also another beautiful, but also in Galicia, there are some similar things with the ribbons and the streams, but they're used differently. This is way up in the mountains, and they do a certain dance, a very twirling dance that reminds me a little bit of like the Sufis of Egypt. It's very trance-inducing. Und auch diese Kostüme aus Italien findet man in der Abwandlung anderswo. Hier ein Bild aus Galizien, auch wieder mit diesen Bändern. Auch die Figuren tanzen. Und Jason sagte, ihn erinnert das Ganze so ein bisschen an die ägyptischen Sufis, die sich wirklich in Trance tanzen. If you can imagine doing that for hours and hours and hours and hours. Also die machen das wohl wirklich für Stunden. So now we're in, my home country, United States. In Louisiana, Mardi Gras is very well known for the carnival. It's the most top 3 carnivals, 5 in the world. But there's a whole subculture underneath
what everyone knows of Carnival, of the floats and the kind of pretty things. This is the more bohemian carnival. It looks like the Day of the Dead, like Mexico, but it's really it's a kind of an artist's parade. Also Mardi Gras in Louisiana ist natürlich weltweit sehr bekannt, aber auch da gibt es Facetten des Karnevals, die tiefer gehen und die nicht jeder kennt. Und hier jetzt zum Beispiel Beispiele aus einem Künstlerkarneval, der dort jedes Jahr stattfindet. These are called the baby dolls. So men dressed like dolls with the cash and wadded in there. Also das sind die sogenannten Baby Dolls, also Babypuppen. Es sind Männer, die so gekleidet sind. Auch da spielt wieder der Rollenwechsel eine große Rolle. These are the purple people. Die violetten Menschen. And let's see who we have next. And an important part of the New Orleans Mardi Gras experience is called the Mardi Gras Indians, now called the Black Masking Indians. So these are these are African Americans who dress like Indian to honor the Native Americans who helped escaped slaves in the 1800s find safe harbor. And now it's you don't see this at Bourbon Street or the main tourist places. You have to go into the African American neighborhoods to witness it. Ja, gerade in den afroamerikanischen Vierteln gibt es einen ganz interessanten Karneval. Da kleiden sich die Afroamerikaner quasi mit Kostümen, die an die indigenen Völker Amerikas erinnern, um denen wirklich Tribut dafür zu zollen, dass viele indigene, entflohene Sklaven in ihren Reservaten aufgenommen und geschützt haben vor der Verfolgung. So this is the big chief of the Mardi Gras Indian tribe, right? So they're all one family who does it, and they're all self-funded, and they paint and make and sew a new costume every year. And they do it all by hand, and he says I sew, and when I cut myself with the needle, and there's blood, I let the blood go in the canvas because my soul gets invested in the canvas. Also dieser Karneval ist mit großem Aufwand verbunden, weil die Kostüme werden jedes Jahr von Hand neu gefertigt und gerade dieser Chief, hat Jason erzählt, wenn er sich dann beim Nähen mal sticht und das Kostüm mit Blut befleckt wird, dann ist das auch in Ordnung, weil es zeigt, wie viel seiner Seele er dann auch wirklich in dieses Kostüm investiert. And this is from my Brazil project, but when I showed my Brazil project to the Mardi Gras Indians to get access, he said, "Oh, they stole my idea." So the first time I kind of saw these themes evolving separately. Also auch da gibt es wieder, das ist jetzt ein Bild aus Brasilien, natürlich Verwandtschaften, was das Kostüm angeht. Und gerade der Chief, den man da vorgesehen hat, der sagte, oh, der hat meine Idee geklaut, als Jason ihm dieses Bild zeigte. Almost done. So also in Louisiana, but in the Cajun country, 3 or 4 hours inland from New Orleans, is the Cajun country in which they do something called a courir, which in French means to run, which means they're running after the chicken that they release to put in the gumbo, so the whole village eats. Das hier ist jetzt außerhalb von New Orleans im ländlichen Raum. Das ist eine Art Jagd, da wird ein Huhn gejagt und man versucht das Huhn einzufangen, um es danach dann im Eintopf zu kochen. It also represents a little bit of there's a lot of young people from New Orleans who go to this Cajun carnival because they're escaping. New Orleans carnival is very commercialized and so many visitors come, so they're coming to escape and have more of a rural experience, and there's a little bit of a return to the roots of carnival. Ja, und diese Karnevalsveranstaltungen im ländlichen Raum, die werden meistens von Einheimischen besucht, die dann auch zum Beispiel bewusst aus New Orleans fliehen, weil Mardi Gras in New Orleans inzwischen einfach so touristisch ist. So part of the Mardi Gras ritual of the Cajuns is they also are visiting house to house begging. And here's a little video that I made from, it's an extract from a small film that I made. Also auch da zieht man dann von Haus zu Haus und das ist jetzt eben ein Videoausschnitt aus einem Film, den Jason darüber gemacht hat. There's going to come a point where the neighbor is going to present the Mardi Gras with a gift.
The reason behind the chicken chasing is because we're going around begging for ingredients for the gumbo for the Mardi Gras. Genau, also die ziehen eben umher und versuchen, die Zutaten für diesen Eintopf, für das Gumbo zusammenzubekommen. Yeah, so there's still more of the rural experience here. This is back in Italy, and this is the wood collector, I guess. Ja, das ist der Holzsammler, also diese ländlichen Erfahrungen, die fließen auch ganz oft in Karneval ein, wie auch jetzt hier zum Beispiel in der Schweiz. Yeah, in Switzerland, there's three types of, for the New Year in Appenzell, there's three types of characters for this ritual. There's the Schöne, the beautiful, the ugly, and then the beautiful ugly. A combination of the both, and this is that. Also Not your Klaus. oft vermischen sich dann auch die Themen wieder hier im Appenzeller Land. Die ziehen quasi zu Neujahr am 1. und am 13. Januar umher und da gibt es 3 Figuren, den schönen, den hässlichen und den schön hässlichen. And now back in Germany, in Ober-Elsbach, these are the I guess the wood shavings. Spannmanner, yeah, the wood shavings man. Genau, das ist jetzt wieder im Frankenland, Oberelsbach, das sind die sogenannten Spanmänner. Ja. And back in Spain, in Cantabria, so this is called a trapajon, which is like this is the straw man version of the trapajon. Genau, also auch hier wieder so ein Kostüm aus Naturmaterialien, jetzt in Spanien. Das ist die Figur des starken Mannes. And so these guys told me that for them it's not just a party, it's they're honoring the past generations, the spirits. They're honoring the connection of the man of the land, but also making a connection and a chain between generations and generations. Und auch da geht es wieder darum, die Vorfahren zu ehren und einfach eine Verbindung zwischen den Generationen herzustellen. So we're back in Slovenia, but Slovenia, but I just wanted to show the difference between Spain and then the next one. Es ist auch da wieder große Ähnlichkeiten zwischen Spanien und Slowenien, was das Kostüm angeht. This is the Pine Man, and he said that he just doesn't want it to rain because if it rains, then he goes from 40 kilos to 100 kilos of a costume. Also er wünscht sich immer, dass es nicht regnet, wenn Karneval ist, weil sonst sein Kostüm, wenn es das Wasser aufsaugt, bis zu 100 Kilo schwer wird. And this is from the same area, the Tree Man, also another guy who can't move very fast. Auch wieder ein Kostüm, das es einem kaum erlaubt, sich schnell zu bewegen, dieser Baumann aus Spanien. So at the end of many carnivals, there's a common theme of fire. You burn the carnival, the doll or the wood or the trees to cleanse and to start for the new year. This is in Galicia. Also diese Feuer, bei uns ist es ja das Funkenfeuer, die gibt es auch in ganz vielen Karneval und da werden entweder Strohpuppen verbrennt oder Holzhäufen angezündet, einfach auch wieder als Reinigungsritual, als symbolischer Start für das neue Jahr. Yes, I was just saying with this project I've started to become published, and this is a French magazine, French Geo, which had to see how some of the photos became treated in the article. Also diese Serie ist dann immer bekannter geworden und wurde auch jetzt schon ein paar Mal publiziert, hier zum Beispiel im französischen Geo-Magazin, und Jason wollte einfach mal zeigen, wie da die Fotos verwendet und arrangiert wurden. And so I've also shown this work in New York, and this is at Lincoln Center some years ago, showing the work. And I've shown it I've just exhibited in England at a music festival called WOMAD. You can see that part. Also auch die Ausstellungen, die vorangegangen waren, gerade sah man eine im Lincoln Center und jetzt eine in Großbritannien, die im Sommer stattfand und die vor allem im Außenraum zu sehen war.
And because this is a bit of an advanced preview of the book, I'm showing you a little bit of behind the scenes of making the book. So this is me meeting with my editor, my publishing house, and so we're starting to make the edit in his dining room table. So, also hier sieht man jetzt noch ein bisschen Bildmaterial aus dem Entstehungsprozess des Buches. Hier trifft er sich mit seinem Verleger und das Buch hat quasi auf einem Wohnzimmertisch begonnen, das Sortieren des Bildmaterials. And my edit for this book, it's not by country, it's all a mix of images. So how, the question is, of thousands of images and cutting it down to a certain amount, how do you choose the sequence? So, well, besides just looking at it on the screen, it's very helpful to print the paper and actually look on the ground how it looks. Anders als die Ausstellung ist das Buch nicht nach Ländern sortiert, sondern das war für ihn eben die große Herausforderung, wie bringt man die Bilder in eine Reihenfolge, die stimmig ist. Und hier sieht man eben, wie er versucht hat, die Reihenfolge zu entwickeln. So now I'll show you something from last month when I was on press in the actual factory making the book. So those are the sheets. And so you looking at the sheets, you're proofing it to make sure the color is correct for every single image, but they all are relationship to each other. And you have to make the decisions right away because the presses are waiting for you. Also dann während des Buchdrucks werden natürlich für jedes Blatt, für jeden Druckbogen nochmal Farbabstimmungen gemacht, um wirklich sicherzustellen, dass die Bilder auch gut zusammengehen. You're always matching to we have to be very detailed about the color and very, very specific. And this is me pre-signing the books. So all the books are signed and then they fold them up and bind them up. Ja, er hat dann dort Teile der Bücher schon signiert, bevor sie gebunden wurden. And this happened a couple days ago in Paris, the book signing launch at Paris Photo. And now it's Paris and then Ulm. So, also, das haben Sie verstanden, das war vor ein paar Tagen in Paris, da wurde das Buch zum allerersten Mal vorgestellt und quasi, er war am Mittwoch, Donnerstag noch dort und heute ist er hier in Ulm. So, thank you so much for staying with me. We are almost done. Ja, wir sind fast durch, Jason bedankt sich. So, everyone asks me, why do you do this? Why do you take the photographs? Why do you like it? Why do you enjoy it? And it's the same question of why do these people do these crazy things all year? Also die letzte Frage, die bleibt, ist natürlich die Frage, warum macht er das alles? For me, and they answer to me in different ways, but it's really in their blood, it's part of their culture. They wouldn't feel right if they didn't do it. It's kind of like breathing to them. It's a very important part of who they are. Jason hat einfach entdeckt, wie wichtig dieser Karneval für die kulturelle Identität dieser verschiedenen Gruppen ist. Also der Karneval gehört einfach zu den Gesellschaften, zu den Kulturen dazu und ist Ausdruck dessen, was sie sind. But the reason why I do it, I love seeing this cultural manifestation of an ancient thing happening in today. Und ihn interessiert einfach, wie sich diese oft sehr alte Tradition bis ins Heute erhalten hat und immer wieder auch natürlich ein Stück weit transformiert und weitergegeben wird. But I also love meeting these characters and photographing them. It's just fun and it's interesting capturing their energy. Sometimes I have to run and chase them and say, please, this is important, I need to, like this guy in Slovenia, the chicken, the hen. Und das sind einfach auch schöne Begegnungen und er mag auch diese Energie, also oft muss er dann wirklich auf den Paraden den Leuten hinterherrennen und die bitten, dass sie kurz mal innehalten und für ihn posieren. And here's to finish the last behind the scenes photo of me taking the photo. Ja, hier ein Behind-the-Scenes-Foto, dass man sich das mal vorstellen kann, wie das dann aussieht, wenn er diese Bilder macht. Also das ist jetzt die Baba-Figur, right? This is the Baba. I don't know, is it? Yeah. No? You tell me. Ja. But I also like meeting and hanging out with the bear. The bear is my favorite. Ja, der Bär ist die Lieblingsfigur. Thank you very much.